Respekt und Demut, glaube ich, muss man immer mitbringen. Vor allen Dingen, weil ja das schon auch eine unüberblickbare Aufgabe erstmal ist. Aber ich glaube, das ist ja irgendwie die Aufgabe des Ingenieurs, oder? Da muss man halt anfangen, sich Häppchen rauszuschneiden und irgendwie ein Problem nach dem nächsten zu attackieren und zu versuchen herauszufinden, wie das ganze Ding irgendwie schaukelt. Tunnelbau bedeutet eigentlich in der heutigen Zeit, wo wir alles wissen, von der Mondoberfläche bis zum Mars, aber auf der Erde sind, bedeutet Tunnelbau noch immer, dass wir unseren Fuß dorthin setzen, wo ihn vorher sicher niemand hingesetzt hat. Glück auf! Glück auf! Glück auf! Wir haben zwei Ufer verbunden mit dem Bauwerk und was geplant war, haben wir umgesetzt. Die Neubaustrecke Wendling-Ulm ist ein ganz wichtiger Teil hier sowohl für Deutschland als auch für Europa. Wir bauen ja hier Infrastruktur und Infrastruktur ist für alle da, für alle, die sie benutzen. Und selbst für diejenigen, die als Reisende diese Infrastruktur nicht nutzen, wird sie ja trotzdem für den Transport von Waren und an allem Möglichen herangezogen. Und deswegen ist das ein Dienst an der Allgemeinheit. Das kann man mal so einfach festhalten. Und ich finde, das ist eine schöne Aufgabe, weil man weiß, dass man nicht nur für sich geschafft hat, sondern auch für andere was geschafft hat. Ich freue mich drauf, hier ein paar Mal hin und her zu fahren. Vielleicht wird ja auch der Lärm von der Autobahn jetzt geringer. Immer schaffen, dass die Leute umsteigen. Und daran mitwirken zu können, dass aber auch künftige Generationen eine optimale Verkehrsverbindung haben, das finde ich ziemlich cool. Die Neubaustrecke ist der Abgesang an eine 150 Jahre alte Planung. Die bisherige Verbindung von Stuttgart nach Ulm ist vor ca. 150 Jahren entstanden. Das waren halt Streckengeschwindigkeiten von ca. 80 km pro Stunde und so ist die Strecke auch geplant und trassiert worden. Und wenn wir halt heute mit ICEs auf dieser Strecke fahren, sind wir halt durch diese Trassierung auch limitiert. Da muss in der Tat eine neue Streckenführung her. Die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm betrifft den Streckenabschnitt zwischen Wendlingen und der Einfahrt in Ulm. Das sind ca. 60 Kilometer, zweigleisige Hochgeschwindigkeitsstrecke für eine Höchstgeschwindigkeit von 250 Kilometer pro Stunde. Wir haben einen Bahnhof unterwegs, den Bahnhof Märklingen, der nur von Regionalzügen angefahren wird. Wir haben ungefähr 50% der Strecke als Tunnel ausgeprägt, haben eine große Talbrücke dabei, das ist die Vilstalbrücke. Die Neubaustrecke ist ein wesentliches Bindeglied zwischen Stuttgart und Ulm, um die Fahrzeit zu halbieren. Hier beginnt jetzt ab Inbetriebnahme die Neubaustrecke. Hier sind wir direkt hinter dem Bahnhof Wendlingen. Von der Neckartalbahn geht es über eine Weiche auf die Güterzuganbindung, durch den Tunnel der Güterzuganbindung, unter der Autobahn durch, in das Anbindungsbauwerk und dann in den Altvorderntunnel auf die Neubaustrecke. Es ist ein wahnsinniger Knotenpunkt hier. Also es ist ja nur ein kleines Stück von der ganzen Strecke, aber hier kommt so viel zusammen. Die 3 Tunnelportale,
Dann die kleine Wendlinger Kurve, große Wendlinger Kurve, nochmal 2 Tunnelportale. Dann haben wir die Brücken, wir haben die ganzen Tiefbaumaßnahmen, die 20, 25 Meter hohen Bohrpfahlwände. Wir haben jetzt hier eine funktionierende Strecke, ein Stück neue Eisenbahn. Es ist pure Freude. Es ist schön hier zu sein und sich das anzuschauen. Und noch schöner, wenn man dann mit dem Zug fährt. Wenn man mit dem Zug die Strecke fährt und links und rechts sagt, ja schön, überall ein Stück Erinnerung gelassen. Ja. Das Thema Gleisbau, wir setzen ja immer erstmal an der Erklärung zwischen Schotterfahrbahn und fester Betonfahrbahn. Das erstaunt schon mal die meisten, dass wir hier einfach einbetonieren. Im Grunde genommen geht es darum, dass sich feste Fahrbahn halt nur dann rentiert, wenn man stark belastete Strecken hat. Hochgeschwindigkeit, starker Güterverkehr, hohe Zugfolgen, was in der Größenordnung. Also für die letzte Bimmelbahn wird sie das nie rentieren, aber halt eben für diese Hochgeschwindigkeitsneubaustrecken, da greift man eben gerne auf diese Systeme zurück. Und deshalb ist das dann doch ein bisschen mehr Hightech wie 3 Schotterkörnchen. Der Bosler-Tunnel ist 8.800 Meter lang. Es sind 2 Tunnelröhren. Wir haben zwischen dem Portal Eichelberg und dem Portal Buch einen Höhenunterschied von 200 Metern. Das ist schon gewaltig. Wir sind hier am Bosler-Tunnel vor einem Tunnel, der mit einer Tunnelvortriebsmaschine erstellt worden ist. Das ist ein Bohrer mit etwa 11 Meter Durchmesser, der an der Vorderseite am Schneidrad den Fels vor sich wegbaut und im hinteren Bereich einen fertigen Tunnel erstellt. Und um das zu machen, muss man diesen kreisrunden Tunnel aus Tübingen erstellen. Das sind Betonfertigteile, die sind in Tunnellängsrichtung etwa 2 Meter groß und bilden aus 7 Elementen einen Kreis. Die eigentliche Maschine ist 12, 13 Meter lang. Das ist also wirklich ein Stück Dose, wo ganz viel Technik drin ist, ganz viel Power. Damit diese Maschine selber arbeitet, hat sie aber im Tunnel hinten dran noch mehrere Nachläuferanhänger, in Summe etwa 70 Meter vom Bohrkopf bis zum Ende der Maschine. Das ganze Produkt wiegt schätzungsweise 1400 Tonnen und ist darauf ausgelegt, dass man durchaus 30 Meter Tunnel an einem Tag innerhalb von 24 Stunden herstellen kann. Es ist hochkomplexe Technik, sich, ohne dass man was sehen kann, dreidimensional durch ein Gebirge mit einer Genauigkeit von 10 Zentimeter über 8 Kilometer nach vorne vorwärts zu bewegen. Das ist einfach Hightech. Eisenbahnüberführung Vilstal besteht aus 2 eingleisigen Brücken. Die sind 85 Meter hoch. Letztendlich ist es eine dritthöchste Eisenbahnbrücke in der Bundesrepublik. Die Bauwerke sind ca. 500 Meter lang und die verbinden 2 Tunnel. Die Konstellation Tunnel, Brücke, Tunnel ist sehr besonders und das haben wir hier realisiert. Man hat Pfeiler gebaut, vertikale Tragglieder, man hat horizontale Tragglied gebaut, Überbau. Man hat dann Schrägstreben unterbetoniert, also 2 Stück. Und wenn die da waren, also diese Diamantendreiecke da waren, dann Tragwerk könnte sich dann selbst tragen. Bis dahin lag er auf Hilfsstützen, auf so eine Stahlkonstruktion, die temporär hier Funktion hatten. Und da könnten diese Stützen abgesenkt werden. Vorschubrüstung, diese Schalungskonstruktion war davor noch zurückgefahren und quer verschoben auf das linke Gleis. Und dann parallel zur Fertigstellung vom rechten Gleis hat man natürlich die gleichen Schritte wieder wiederholt im linken Gleis von Ulm nach Stuttgart. Alle Tiefen und Komplexitäten und Enttäuschungen und Entsetzungen, das haben wir alles überbrückt im wahrsten Sinne. Und wir haben ein tolles Bauwerk. Und nicht zuletzt spricht man jetzt von einem neuen Wahrzeichen für Baden-Württemberg. Also was will man dann mehr?
Der Steinbütteltunnel hat eine Länge von 2 mal 4.800 Meter und liegt in einem verkarsteten Kalkgebirge. Und insofern war von der Tunnelbautechnologie hier nur der Sprengvortrieb, das heißt Bohren, Sprengen, vorgesehen. Wir nennen das noch immer die neue österreichische Tunnelbauweise. Wenn man vor der Felswand steht, werden die Sprenglöcher gebohrt, so in diesem Profil ungefähr 70, 80 Sprenglöcher, ca. 1,10 Meter, 1,50 Meter Bohrlochtiefe. Das heißt, nach der Sprengung ist der Tunnel dann um 1,5 Meter oder 1,2 Meter, je nach Gebirgsbeschaffenheit, weiter vorgetrieben. Nachdem das Material weggebracht wurde, wird dann dieser geöffnete Teil des Gebirges, das heißt diese 1,2, 1,5 Meter, mit Bausteingitter ausgekleidet und der Tunnelbogen gestellt. Der Tunnelbogen ist ein Stahlträger, ein Gitterträger in diesem Falle, der die Profilhaltigkeit des Tunnels garantiert und auch das Gebirge in diesem sensiblen Zustand, wenn es offen ist, abstützt, bis dann folgend der Spritzbeton in einer Stärke von 30 cm, 35 cm aufgebracht wird. Nach dem Aufbringen vom Spritzbeton wird das Gebirge mittels Gebirgsanker rundum sternförmig zusammengespannt. Wenn die Ankerung fertiggestellt ist, dann ist der Zyklus beendet. Es sind so um die 8 Meter pro Arbeitstag, die wir vortreiben konnten. Und es ist ein Zusammenspiel von vielen, vielen Menschen, die dieses Bauwerk errichten. Zu uns sagt man, wir sind ein eigenes Volk, sagt man, die Wölfe. Und die Wölfe sind ein Rudel und das Rudel funktioniert. Gibt es ein Leittier, in dem Fall bin ich das. Und das läuft. Das ist kein Kindergarten. Ein guter Tag ist, wenn nichts passiert und der Berg uns in Ruhe lässt. Mehr wünsche ich mir eigentlich gar nicht. Das Leben ist hart in die Berg. Die Barbara kann nicht alles verrichten. Ich sage, wenn er die holt, dann holt er die. Der Brief ist geschrieben bei der Geburt und so ist es. Wenn wir vorne reinfahren beim Tunnel, dann ist es schwer. Im Tunnel drinnen wird gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Man hat Sorgen, Probleme, es ist schwer. Wenn man hinten rausfährt, den Tunnel durchgeschlagen hat und wieder rauskommt, sind alle Strapazen vergessen. Ja, die Alphochfläche mit ihrer sanften Hügellandschaft ist für den Eisenbahnbau natürlich in baulicher Hinsicht mächtig zu bearbeiten. Da brauchen Sie sehr viele Einschnitte im Gelände und Dämme dazwischen. Dann haben wir 4 Tunnel, wir haben 23 Brücken, sodass hier über die Jahre verteilt sehr viel bewegt werden musste. Ja. Wir sind hier am Bahnhof Märklingen. Der Bahnhof Märklingen ist als Rucksack auf das Großprojekt hinzugekommen und das ist eine ziemlich abenteuerliche Sache gewesen. Weil wir am Großprojekt schon am Bauen waren, hier auf der Alphochfläche. Und da kam dann erst überhaupt, ja wie soll man sagen, so eine Art Anfrage, was ist eigentlich mit dem Bahnhof Märklingen? Wenn Sie sich anschauen, was Projekte unter normalen Bedingungen für Zeit brauchen, dann müssen Sie immer in Jahren denken.
Von der ersten Projektidee bis zum ersten Spatenstich vergehen Jahre, sogar Jahrzehnte. Und das haben wir hier in 2 Jahren alles durchgezogen. Die Idee der Bündelung von Autobahn und Eisenbahn hat ja der Professor Heimal hier reingebracht in das Projekt. Er hat ja davor gewarnt, eine Ausbaustrecke durchs Vilstal zu bauen, die dann 8 Meter hohe Lärmschutzwände gehabt hätte und durchs bebaute Gebiet gefahren wäre. Durch die Bündelung mit der Autobahn ist der Fraß an Landschaft so gering wie möglich gehalten. Und es war eine gute Entscheidung, dass die Bahn das dann auch angenommen hat und hier oben über die Albhochfläche gegangen ist. Der Alpabstiegstunnel ist hier im Projektabschnitt 7 ja das größte Einzelbauwerk. 6 Kilometer lang, 2 Röhren, dazwischen alle 500 Meter eine Verbindungsröhre, die auch vollgestopft ist mit Technik. Ja, und mit dem Alpabstiegstunnel kommen wir dann direkt unten im Bahnhof Ulm an, gewissermaßen auf der Ebene -1, ja, Tiefgarage, wenn Sie so wollen, ja. Weil wir dort die Gleise, die da vorhanden sind im Ulmer Bahnhof, erstmal unterqueren müssen. Und dann können wir von dort aus wieder an die Erdoberfläche hoch, um an den Bahnsteigen anzukommen. Denn die Bahnsteige sind ja von der Höhe gegeben, die sind ja vorhanden gewesen. Ne? Danke, Ulm! Also wenn wir starten als bahntechnischer Oberbau, ist ja prinzipiell mal der Tunnel fertiggestellt, also sprich die Tunnel sind durchgeschlagen, die Innenschale ist fertig, also das Loch im Berg existiert schon mal. Wir machen ja nur noch sanfte Restarbeiten für die Sache. Und auch draußen auf den freien Strecken, also zwischen den Tunneln, ist es eben so, dass der Erdbau prinzipiell erstmal abgeschlossen ist. Wir bauen eben auf der freien Strecke, müssen wir den Frostschutz, der vom Rohbau bereits eben aufgebracht wurde, eben nochmal reprofilieren. Also sprich, in die Lage bringen, die es am Ende sein muss, weil die Schienen sind ja geneigt und je nachdem müssen wir natürlich auch den Unterbau neigen. Dann kommt auf den freien Strecken draußen eine erste Betonschicht drauf, eine sogenannte hydraulisch gebundene Tragschicht, also HGT. Und auf dieser HGT kommt dann eben unsere feste Fahrbahn drauf. Das heißt im Prinzip, das sind Einzelschwellen, die geliefert werden, ausgelegt werden. Dann kommt ein bisschen Bewehrung rein, längs quer, Schienen natürlich aufgelegt. Dann wird das ganze Ding hochgehoben und schwebt quasi in der Luft. Und das ist im Prinzip jetzt der spannende Part. Wir versuchen das Ding in die Luft zu hängen, einzurichten, sodass es auf 0,5 mm passt in der Lage. Wir richten auf 0,5 mm deshalb, weil wir 2 mm Toleranz haben. Und jetzt schieben wir also mühevoll dieses riesige Stahlbauteil auf 0,5 mm hin und dann versuchen wir es so schnell wie möglich einzubetonieren, weil wir arbeiten halt in der Regel im Freien und sobald die Sonne eben auf die Schiene scheint, dann passiert halt wieder irgendwas. Dann dehnt sie es eben aus oder zieht sich zusammen und verschiebt uns das ganze Gleis wieder hin. Also nachdem die feste Fahrbahn prinzipiell fertiggestellt ist, müssen jetzt natürlich auch noch die Schienen geschweißt werden. Es sind ja aktuell noch 120 Meter Schienen, die müssen also noch verbunden werden, weil wir am Ende ein lückenlos verschweißtes Gleis haben. Also es gibt tatsächlich quasi eine Schiene von Ulm Hauptbahnhof bis zur Vilstalbrücke und es gibt verschiedene Schweißverfahren, wobei die Schlussschweißungen immer mit Thermit gemacht werden. Das ist dann immer relativ spektakulär, schaut nach schönem Feuerwerk aus. Wenn man irgendwem erzählt, was man da eigentlich so täglich macht und dann irgendwie erstaunte Rückfragen kommen und so, ja, nein, das ist doch dieses Riesenprojekt und eben Magistrale für Europa. Und ich so, ja, klar, das sind schon wir. Ja, wahrscheinlich muss man schon ein bisschen an der Waffel haben irgendwie für die Sache. Aber also ohne Leidenschaft geht das nicht.
Also ein großer Anteil des Projektgeschehens hier ging rund um die Zauneidechsen. Die Zauneidechsen gehören zu den streng geschützten Arten. Also wir haben in Summe ca. 1000 Eidechsen umgesiedelt. Also aktuell brauchen wir für jede Eidechse, die wir umsiedeln, einen Bereich von 150 Quadratmeter Fläche. Das Umsiedeln, also kann man sich auch vorstellen, gerade in der Anfangszeit, das hat uns bis zu 2 Jahre gekostet. Gerade am Anfang ging es ja auch darum, wo machen wir unsere Baustelleneinrichtungsflächen, wo machen wir die Tunnelangriffsstellen. Und das ist auch dadurch beeinflusst worden, wo Eidechsen waren oder nicht, geschützte Tierarten waren oder nicht. Und ich erinnere mich, bei einer Bürgerveranstaltung hat eine Anwohnerin gefragt, warum wir das denn nicht verlegen können. Sie hatten ein Haus mit Garten in der Nähe der Autobahn und schon beim Bau der Autobahn oder Erweiterung der Autobahn sind dann die LKWs quasi durch ihren Vorgarten gefahren. Und jetzt kommen wir mit der Bahnbaustelle und fahren quasi wieder durch ihren Vorgarten. Das Ganze könnte man noch ein paar hundert Meter verlegen. Und dann musste ich ihr sagen, ja, aber ein paar hundert Meter weiter leben Zauneidechsen. Das lässt unser Naturschutz leider nicht zu. Und sie guckte mich dann ganz tragisch an und sagte, ja, und hier lebt doch ich. Das sind dann so Stellen, wo man schon noch mal in sich geht, ne? Überlegt. Das muss der Bereich des Voreinschnitts sein, hier wo diese Höhe ist. Weil die Häuser waren relativ direkt dahinter. Und hier direkt hinter uns war der Voreinschnitt relativ steil, wo man dann mit 10% Gefälle runter auf 700 Meter Länge zum eigentlichen Tunnel gekommen ist. Wenn man sich hier halt umschaut, für mich ist das wieder Natur pur, so wie die Schwäbische Alb 2008, als ich hier zum Projekt gekommen bin, ausgesehen hat. Das sieht immer während der Bauzeit alles so dramatisch aus, weil alles aufgerissen ist, ne? Aber wenn es dann hinterher wieder bewachsen ist und auch die Lärmschutzmaßnahmen errichtet sind, dann zeigt es sich, dass man auch eine solche Neubaustrecke im Einklang mit Mensch und Natur herstellen kann. Das passt dann. Die Barbara-Feier ist der höchste Feiertag der Tunnelbauer, weil wir einfach im Berg arbeiten. Der Berg ist gefährlich und an der Stelle brauchen wir einfach zusätzlichen Beistand durch die Schutzpatronin, göttlichen Beistand. Und das muss einmal im Jahr gefeiert werden und wird mit Inbrunst gefeiert. Bei den Barbara-Feiern kommen auch andere Gefühle hoch. Da kommt eine Dankbarkeit hoch, dass der Herrgott die Mineure beschützt hat, dass die heilige Barbara die Mineure beschützt hat, dass nichts passiert ist. Wir hatten am Steinbildtunnel 2014 ganz was Besonderes. Wir haben mit dem Jugendsinfonieorchester Göbingen, die konnten wir dazu gewinnen, ein Konzert im Tunnel zu geben. Wir hatten 6 Kameras installiert. Das erste Mal und das einzige Mal bisher überhaupt diese Barbara-Feier weltweit übertragen. Die Angehörigen von den Mineuren, von den Familien, von den Arbeitern konnten zu Hause zuschauen. Und wir hatten sogar einen Zuseher auf der ISS. Das heißt, wir sind unter der Erde mit der Barbara-Feier am Steinbildtunnel raufgekommen bis zur ISS. Und das war ein einschneidendes und wunderschönes Erlebnis. Was mich stolz macht an der gegenwärtigen Situation ist, dass wir jahrelange Arbeit an vielen Tunneln, an einer sehr, sehr spektakulären Brücke, an vielen Herausforderungen im Erdbau gelöst haben. Dass wir die gesamte Leit- und Sicherungstechnik, viele technische Anlagen in die Reihe gekriegt haben, die Abnahmen erfolgreich durchgeführt haben.
dass wir jetzt endlich sagen können, jetzt fahren Züge. Die Neubaustrecke ist, wenn wir mal ganz pragmatisch bleiben, ein ganz, ganz wichtiger Baustein für die Infrastruktur von morgen und für mich ganz persönlich eine Herzensangelegenheit und ein ganz, ganz emotionales Stück von meinem Leben. Es macht stolz, so ein Bauwerk errichten zu dürfen. Das ist es eigentlich, nehme ich an, oder ganz sicher. Man muss keine Angst haben einfach vor einer Innovation. Ja. Es gibt immer viele Auflagen aus Natur, Artenschutz, das war alles, was wir hier in Deutschland haben. Nichtsdestotrotz finde ich, ist es ein gutes Zeichen, genau dieses Projekt, dass ein innovatives Bauwerk, innovative Bauweise auch auszuführen ist. Das haben wir hier gezeigt. Und was man dafür braucht, ist bestimmte Ausdauer. Ausdauer, nicht aufgeben, kämpfen. Man findet meistens einen Weg, dass man die Bedürfnisse der Verkehrsanlage und die Bedürfnisse der Umwelt irgendwie in Einklang bringt. Was wir uns überlegt haben, hat geklappt. Das ist ein eindeutiges Zeichen für gute deutsche Ingenieurskunst. Da oben genau von der Böschungsecke da oben sieht man eben ziemlich gut über die Strecke drüber und denkt sich, oh Gott, das wird nie enden. Das ist ewig. Das ist ein Monster. Und deshalb ist es jetzt tatsächlich ziemlich schön, dass es fertig ist. Dass der Zug fahren kann. Und dann setzen wir uns unauffällig in den zweiten ICE vielleicht rein. Erstens schauen wir, dass es glatt durchläuft. Im zweiten sitzen wir dann alle. Ich muss noch Tickets kaufen.